wieder von dir. Von dir übermorgen können auch die Laster das sein. Wenn Jesus dann kommt, dann ist unser Zeit ganz vorbei. Vriend, bet van dir, willst du weits nicht von heute kämpfen dich. Nicht stimmt, was die Hirsch können Jesus ihn drauf sein und ich. Frag die, wo hast du geschaffen, ab ihren für mich. Wenn heute voransteht, dann ist unser Zeit ganz vorbei. Nicht stimmt, was die Hirsch können Jesus ihn drauf sein und ich. Ons Leben ist trag, wie schaffen in Morach dem Blues. Von täglich Blut, bloß nur in Dollar bekriegen. Und sind auch dann je, wie bloß eine Stunde nur ans Tag. Vriend, bet von dir, willst du weits nicht von Jesus wat kommen. Stem wat du Hirsch, können Jesus ihn drauf sein und ich. Fragst die, wo hast du geschaffen, ab jeden für mich. Wenn heute voransteht, dann ist unser Zeit ganz vorbei. Der nächste Stem, wo du Hirsch, können Jesus ihn drauf sein und ich. Jesus sei stark, vom Christo ab Golgatha. Fuhren an den Himmel, en Milchkuchen steht heute für mich. Ein Glauben der Wien, Jesus und Himmel uns lieb. Vriend, bet von dir, willst du weits nicht von heute kämpfen dich. Stem wat du Hirsch, können Jesus ihn drauf sein und ich. Frag die, wo hast du geschaffen, ab jeden für mich. Wenn heute voransteht, dann ist unsere Zeit ganz vorbei. Der nächste Stem, wo du Hirsch, können Jesus ihn drauf sein und ich. Wer von jünte mal gejährt? Wer von hier, wer mal gejährt? Sagen wir mal, Jungs, haben wir mal Felge schon? Jungs, haben wir Felge schon? So, dann müssen wir ein Ziel haben. Stimmt, da müssen wir ein Ziel haben. So, wenn wir wollen was scheiden, dann müssen wir ein Ziel haben. Wenn wir nicht ein Ziel haben, dann würden wir vielleicht nicht treffen, bloß gut so, nicht so? So, wenn wir ein Ziel haben, dann hast du gewöhnlich auch ab, was wir gehen dann. Wer weiß mal, wie es weicher ist. Wenn wir wohin fahren, gewöhnlich vor wie mit einem Ziel. Da wenn ich mit einem Ziel wohin fahren, oder sagt wir uns gut so bloß mal ein Pickup nehmen und sagen, wir fahren bloß mal. No, gewöhnlich haben wir ein Ziel, wo wir hin wollen. So wir wissen, dass von der die haben ein Ziel, die wollen hier hinkommen. Und das Ziel, was die haben, die wollen mehr lernen, und die wollen Gemeinschaft haben, die wollen diese Botschaft hören, die wollen das Gesang hören. Und die wollen mit ihren Freunden hier kommen rumtreiben. Das wird das Ziel. Stimmt das nicht, das wird das Ziel? So, wenn wir was wollen in uns Leben, was wir wollen erregen, dann braucht das wie ein Ziel haben. So, was seht ihr, was braucht das, wenn wir wollen was erregen? Ein Ziel muss wir haben. Sagen wir einmal, wir haben nicht ein Ziel, wir müssen ein Ziel haben in uns Leben. Wenn wir ein Ziel haben in uns Leben mit unserer Arbeit, mit unserer Familie, ein Ziel haben mit uns Geld, was wir haben, mit alles, was wir wollen, ein Ziel haben, wo wir nur Handschaffen und dann, wo wir mehr Erfolg haben. Weißt du, warum wir nicht Erfolg haben? Weil sie haben nicht ein Ziel. Deswegen haben wir nicht Erfolg. Mit alles, wo wir ein Ziel haben, wo wir nur streben, dort wir wollen, aber du kommst, wenn es dort jankert mir so sein, wenn wir ein Ziel sagen, dann je wie haben. Stimmt das nicht, dann je wie haben? Und in März kriegen wir, wo das Brücken wird, wo wenn wir uns ein Ziel sagen, wo wir einen hohen Preis absagen, dann streben wir nur an. Stimmt das nicht? Vermutlich, wenn wir auch viel Geld haben zum Beispiel, aber wir haben uns ein Ziel gesagt, du und du, weil wir hinfahren. Und dann, wenn wir mal ein klein bisschen sparen mit anderen Sachen, aber solange wir so viel Gas haben, zum hinfahren. Das ist natürlich, wo immer wir uns ein Ziel sagen, dann, was uns wichtig ist, du sollst wir nur hinkommen. Und von der, welchen Einlage sein,
Gott hat ein Ziel, dass wir ein Tag wollen, bearmt sein. Und Gott hat ein Ziel, dass sie in Sehen checken dort, uns zu raten von den Sinnen, unsere Schuld zu betonen. Weil und Jesus ein Ziel wie das, dass wir sollen in dieser Welt dort Wort, was soll wie das Wort verbreiten. Das soll wir oben sein. Aber Satan hat ein Ziel. Und weißt ihr, was Satan sein Ziel ist? Er hat ein Ziel. Und es ist sehr wichtig, dass wir kicken tun, was für ein Ziel es sind. Und sein Ziel ist das, zu stehlen und dort zu merken und zu verstehen. Das ist, was sein Ziel ist. Wollen wir das mal blättern? Wir haben die Bibel mit auf. In Johannes Kapitel 10, Vers 10, da hat er ein Ziel, was er will und wer er ist. Johannes 10, Vers 10 sagt so aus das. Das sagt, ein Stehler kann bloß zu stehlen, zu schlachten und in den Grund zu bringen. Ich sie gekommen, dort Leben zu bringen und dort soll das voll abhaben sollen. So ein Stehler kann in den Grund zu bringen, zu schlachten und zu verstehen, zu nicht zu bringen. Ein Stehler kann dort zu holen, wo nicht sind ist. Und das ist, was Satan sein Ziel ist, uns persönliches Leben zwischen uns und Gott kaputt zu schenken. Sein Ziel ist, euer Leben kaputt zu schenken, Familienleben kaputt zu schenken. Sein Ziel ist, die Freude, die du hast, die Futter nehmen, Futter stehlen. Sein Ziel ist, die Vergebung, die du mal so klar hast, die im Zweifel nicht zu bringen. Sein Ziel ist, die Sicherheit, die du im Herrn hast, die zweifelig merken, dass du nicht mehr die Sicherheit hast. Sein Ziel ist, den Vernehmen, was du hast, dass du was ein sicherliches Leben in Christus. Sein Ziel ist, das Leben, was du hast, den Vernehmen, was du hast, dass du nicht was klar bleiben von deinen Problemen. Dass du was mutig mit deinem Familienleben leben, und dein persönliches Leben. Sein Ziel ist, dort kaputt zu schenken. Du hast vielleicht ein Ziel gesagt, dass du was ein feines, abbrechendes Leben führen vor Gott. Du hast ein Ziel gesagt, vielleicht du wirst nicht mehr trinken, du wirst nicht mehr Drugs, du wirst eine bessere Mama sein, eine bessere Papa, eine bessere Jugend wirst du sein. Weil weißt du was, Satan ist gekommen und er will dort verstehen. Und du wirst braucht dort, wie von der vorsichtig sein. Durch Wort versetzt dort zu verstehen. Irgendwie durch ein Stehlen, durch ein Kaputtschenken, sind dort verstehen. Satan sein zweites Ziel ist das, den Mensch, uns davon abzuhalten, das Wort Gottes zu verstehen, das ist sein Ziel. Uns aufzuholen, dass wir das Wort Gottes nicht sollen verstehen. Hey, dass ihr wisst, dass Satan sein Ziel ist. Wenn wir blättern dann in Markus Kapitel 4, Vers 15, hier ist, wo Jesus dort erklären wird, von was uns dort sein zu bedienen hat. Und dann sagt der 14. Vers, das sagt, da wer du seht dort Wort, so das Wort Gottes, der seht das Wort Gottes. Und dann sagt der 15. Vers, dort umwach sind dort das Wort gesät wird, und so schwinn, aus sei dort hier, kann so tun, und nimmt dort Wort wach, dort in an gesät wird. So, zum Beispiel, hier so ein Bild. Er sagt es das, der sehen das, als der Wort Gottes sehen das. Und der Sud, der wird am Wach fallen, was der hot ist. Dort ist der Sud, wo Satan kommt, Satan sein Ziel ist, der Sud wach zu nehmen, Futter nehmen. Dort nicht soll anwackeln, dort nicht soll eine Frucht bringen, dort ist sein Ziel. Aber woran denkt wir, woran ist du auf einmal hoher Grund? Ein hoher Grund ist eine Person, die vielleicht das hat gemerkt, gegen Gott, gegen das Geistliche. Das hat es hart geworden, wenn es der Mensch lebt in Sinn. Und du wirst streit dort auf hoher Grund. Und das ist ein Mensch, das kann ein Mensch sein, wo das hat, wo du vielleicht das so tun das. Das ist ein bisschen Forma, ihr würden alle Forma Südkarren tun, right? Ihr würden sagen, oh ja, ich weiß jetzt Karren. Aber was passiert, den Südkarren hier so boven lehnen zu haben? Wie viele Jahre würde die boven lehnen, dass das wird gehen? Dann würden wir sagen, da kann hier so viele Jahre lehnen, als wir wollen, das wird never gehen. So also, der Süd kann und verstehen der Süd, meint nicht, dass er eine Frucht bringt. Der Süd, der muss berufen werden. Der muss in die Erde geschaut werden. Dort erst, wenn er die Gelegenheit hat, eine Frucht zu bringen. Aber was gefällt ist, ist diesen Weg. Satan ist dort okay damit, wenn wir dort wird. Wenn wir dort wird vielleicht kann tun, aber er will nicht haben, dass dort soll eine Frucht bringen, dass wir sollen dort verstehen, wo das Wort Gottes in uns Leben tut. Das, was Satan nicht will haben.
Satan ist degene, dat eigentlich das Wort Gottes sollen verstehen. Der ist degene, der will nicht haben. Weißt du, warum der degene ist? Wenn es heute weiter, wenn das Wort entgehen, das Wort nennvollen in ihr, wird eine Frucht bringen, heute weiter, wird den Mensch sein Leben verändern. Das ist, wegen Wort Satan degene ist, dass das Wort nicht soll zu verstehen gehen. So, der Mensch, der denkt über nur, en euer wieder wat met doen, dan is dat wahr. Dat is dus wat het is, op goede grond gevallen. Wat brukt dat van jou, dat je zo kiezen kan? Weet je wat dat brukt deed? Dat brukt te plegen. Hij dat je wist dat het te plegen brukt. In Hosea, kapitel 10, vers 12, dat zegt is dit. Zet je reich zijn, en arnt wat de truat je lijf draagt. Pleeg de brek, nog eenmaal en zeek dem Herrn, dat hij komt en dient hulp je reich zijn, zoals een erfrischender Regen. So sagt, pleeg ein neues, weil es Zeit ist, dem Herrn zu suchen. So, dat je zoet kan en in fallen, dat je kan Frucht brengen, brukt te plegen. Würde het in Hosea sein, dat hier zei de Prophet, dat Volk Israel, hij zegt, pleeg je land. Nu wil ze tijd is. Zeek dem Herrn. En dat is wat Satan niet wil aan. Zijn Ziel is dit, dat we niet worden plegen. De brek afbreken. Ons harde leven. En weet je wat we plegen dan in ons leven? We hebben ons zo gepleegd, ik heb met Piet. So we weten dat de eer omdrehen, de lokker merken, dat wat de brücken deed. De forma, de pleeg, de merkt de iedereen om de dieren zo te nemen. De forma deed niet de dieren zo bloos op de stap uitstrehen, zo. Dat de forma niet wens, dat komt hem te dir. En du weißt, dat is sehr wichtig von der, dat we ons land plegen doen. En de omvang van ons land plegen, weet je wat de omvang is van ons land plegen? Dat is, de Bibel zegt, hör ich mal nicht dit. Der Umfang von uns Land plegen ist dit. Das ist interessant. Das sagt es dit. Pleeg de brek noch einmal en seek dem Herrn. Und weißt du, wo wir umfangen dann zu plegen? Da ich, dass wir dem Herrn sehen dann. Dass wir Gott sehen dann. Und wo seek wir Gott? Das erste, dass wir ein Meeting haben mit uns. Dass wir ein Stück kicken, wo steht mit uns. Und dass wir ein Busse dann in uns leben. Dass wir bekannt dann. En dat we dem Herrn segnen doen. En wenn wir waren am Segen, dat is wo wir anfangen abzulockern und zu plegen. En dat is wo die Zout kan neergestrekt worden in ons land. Das Problem ist, dat wir wollen fertig nicht plegen. Weißt du, warum wir nicht plegen wollen? Weil wir wollen nicht Verantwortung abnehmen. Das ist nicht mein Problem, dass das mein Leben so ist, als es ist. Wir geben fertig Nächsten die Schuld, wegen wo das so ist, als es ist. So plegen, weil nicht, weil ich würde gleich, wenn mein Partner würde mal ändern. Mein Partner, der soll mal plegen, aber nicht ich. Mein Nuber, der soll mal plegen, aber nicht ich. Weil das ist was Persönliches, was wir machen. Wenn wir wollen haben, dass die Sud wohl auf fruchtbare Erde fallen, das soll nicht entgehen, dann braucht das zu pflegen. Wir brauchen zu pflegen und wir segnen Gott. Und das tun wir persönlich. Wir tun Gott persönlich segnen. Das ist mir. Nicht sein, wenn mein Partner wird Gott segnen, dann würde ich ja, no, du segnest Gott, du pflegst den Land, wir kicken, wir erforschen, wer Gott ist, wir sein Gott, das wird fehlen. Und dann sagt es, und seid gerecht sein, und dann wollt ihr auch Gerechtigkeit ernten. Wenn dort, was wir wollen sehen, dort, wo wir ernten. So weißt ihr, und ich glaube, viele von uns, wir haben auch geerntet, was wir gesehen haben, was uns vielleicht auch leid ist. Aber die Bibel sagt, wenn wir wollen pflegen und Gott sehen, wir wollen Gerechtigkeit sehen, wir wollen Gerechtigkeit ernten, sagt er. Das verspricht er uns. Aber das wird gestreut, alle Tag. Das wird, wir hören das so fertig. Wir hören das über Radio, wir hören das hier so, wir hören das in die Kirchen, das gehört, ab Bibelstunden hier wird das Ding ist, wie man uns fragen, ab was von Land fällt, das Sud, was gestreut wird. So, was ist der Sud? Das Wort Gottes ist der Sud. So, das, was gestreut wird. Haben wir gedacht, wo man das Leben nicht ändern wird? Haben wir gedacht, wenn du würden kühlen, wo ab Stab, ab dem Weich abfallen, wo das nicht eine Frucht bringen? Wir würden sagen, du brauchst ganz deutlich. Diese Kinder sind hier so am Stabweich abgefallen, und das ist ganz deutlich. Die kann ich mal anwerkeln. Das ist so hart gefahren, die kann ich mal anwerkeln. Also uns so deutlich, wegen was uns Leben nicht ändern wird? Weißt du, warum nicht? Weil das Land ist vielleicht so hart geworden, das kann ich mal anwerkeln. Und was ist dort hart gefahren? Vielleicht von schlechten Gedanken fühlen, einen Sinn leben, vielleicht nicht den Nächsten vergeben, in Bitterkeit leben, vielleicht rebellisch sein. Alle Dinge können sein, dass uns hart fahren. Der braucht dann zu pflegen.
Was will Satan noch tun? Satan will die Wahrheit verdrehen oder die dritte Wahrheit verdrehen. In Johannes Kapitel 8, 44 würde es das sein, dass er sagt, für die Juden sagt er, gestorben von jenen Führer, dem bösen Feind, und mochten tun, was er verlangt. Er erst von Anfang an in Mörder gewesen und blieb nicht bei der Wahrheit. Und Arm ist keine Wahrheit. Wenn er liegen tät, redet er seine Sprech, weil er ein Lehner ist und der Führer über all die Lehnes ist. So, Satan ist der Führer über alle Lehnes. Und wenn er lehnt, redet er seine Sprech. So, was prüft er? Der prüft die Wahrheit und die Wahrheit verdrehen. Dass wir die Wahrheit nicht sollen verstehen. Das ist, was Satan sein Ziel ist. So, Nummer 1, sein Ziel ist das. Sein Ziel ist zu stehlen, dort zu merken und zu verstehen. Das zweite ist, sein Ziel ist, dort Wort Gottes soll wir nicht verstehen. Warum nicht? Weil es weiter, da wird dort eine Frucht bringen in uns Leben. Du weißt, es ist dort wichtig, dass das Wort Gottes klar geredet und gepredigt wird, dass das von Einsehen so nicht kann gesagt werden, dass es nicht zu verstehen und was. Die Frau ist nicht bloß in unsere Horten, kann dort gediehen in unsere Gehorten. Das nächste ist, was Prof. Satan hat abzuholen, dass wir sollen uns Land nicht pflegen, das meint, wir sollen dem Herrn nicht segnen. Und das nächste ist, Satan, sein Ziel ist, die Wahrheit zu verdrehen, dass wir nicht sollen nur an den Arm kommen, dass wir uns nicht sollen bekehren, dass wir uns nicht sollen Hand geben, dass wir das nicht sollen glauben, dass die Sinnen vergeben sind. Die Wahrheit verdrehen, wo die Menschen sein, und ich habe zu euch gemerkt, dass du hast nicht Vergebung für meine Sinn und du hast nicht genug für mich, all dort Prof. Satan zu verdrehen. Und von dem muss wir dort klar merken, dass wir kennen Satan war tun und das Wort haben wir dort. Wie können wir uns von der Versklavung des Feindes befreit bleiben? Wo können wir frei bleiben, dass wir nicht versklavt sind und versklavt bleiben? So, ich habe hier ein Bild, dass die weiten von was ich reden darf. Das ist ein Mensch, der sein darf, so ein Ball, der ist so ein Ball herumschlagen. Der ist versklavt ein Problem. Und das ist, was können wir nicht tun, dass wir nicht darüber versklavt sein oder frei bleiben von so einem Staat. Es ist das möglich, dass wir können. Ich meine, viele Menschen die würden sagen, yes, ich kann so einen Ball von Sinn herumschlagen. Die gehen ihr Leben. Der Nächste wird sagen, ich kann nicht sehen, aber der Nächste hat so einen Ball von Beleidigung herumschlagen. Der Nächste wird sagen, das hat nichts zu tun, aber er darf einen Ball herumschlagen von, was waren die anderen Dinge über mich? Der toss ich den herum. Mit dem Stift, mit der Torsch, was waren die anderen Dinge? Ist jemand bekommen? Was waren die anderen Dinge über mich? Der Nächste hat vielleicht herumschlagen von, mit mir hält es nicht an. Oh ja, sagen, oh, mit mir hält es nicht an, ich sehe es nicht. Oh, das geht nicht mit mir. Weißt du? Maar wat als die dingen rondslapen van der? Maar wat merkst du erop? Maar wat wordt schmeid van der? Maar wat proeft Satan die te verskloven? De andere wordt vielleicht drugs hingen rondslapen, oder drinken, oder schmecken, oder irgendwas wat. Maar dat ding is, wie kan verskloven worden aan irgendwas wat? Du weißt, an wat du verskloven bist. Wann du bist, ich wünsche dir wirklich nicht. Aber ich will dir von der Hoffnung geben, dass wir frei sein. In Jesus Christus können wir frei sein. Die Bibel sagt, dass wir können sein. Wat braucht das zu tun? Und das ist auch, was Satan proeft zu verdrehen. Satan verdreht, dass es zu uns sein wird. Weißt du was? Du wirst schnell frei sein. Das wird zu uns sein wird. Und zu den anderen sagt er, du kannst frei sein, dass das bloß aus dir selbst. Da wirst du das können. Aus dir selbst wirst du das können. Du brauchst keinen anderen, eine Halbfrauen und so weiter. Du kannst das selbst. So, auf verschiedene Wege proeft Satan den Menschen zu Band zu holen, dass er versklavt bleiben wird in Problem. Was ist eins? Was braucht wir von dir? Dass wir frei bleiben. Es haltet euch dafür, dass ihr, der Sinnen gestorben seid, Römer Kapitel 6, Vers 11, das ist das Erste, wann wir frei bleiben, dass wir nicht versklavt sind. Das ist ein von den ersten Dingen, was wir brauchen. Du fährst ans Hören, dass wir der Sinn gestorben sind. Einfach ans Daut teilen für den Sinn, wo das sein wird. Grüße holt ihn zu fair, dass die für den Sinn Daut sind, aber in Christus Jesus lebendig sind. Weil wir können Jesus im Herzen hinnehmen, wie bekehrt sind. Aber danach sind wir in uns Körper bin. Und dann braucht das, dass wir wollen. Der Sinn, was geherrscht hat in uns Leben, aber nie. Das braucht das wieder Sinn. Auch der Sinn, wo wir in geboren werden. Das braucht das wieder wollen verdaut haben.
dat wir nichts wollen mit zu tun haben. Je weten dat sehr gut, en wat van de problemen die geleefd haben. En die Problem ist zu bieten noch. Aber jemanden dat te dood halen. Als je dat bekannt, hier zijn ook jongens, en kleine jongens, ja, als je dat bekannt van Mama en Papa, ich heb maar roepen, dan zei Hein, kom mal her. Dan deed einer zich dus, einer König hier, einer deed zich zo dood. Einer König hier, einer wens zich zo als, ik hoopte wat mijn broeder roepen wens. Ik wil de arbeid niet doen, ik weet krijg wat ik waar zal. Dan deed einer zich zo, en hij klikt auf, en einer hier dat niet. Wie sind die doen is dat? Gaan alle, glaube ich. Wie werden so stamp. Ich kann ja nicht denken, wie werden so stamp, so doof für Mama und Papa ihre sterben. Ja, dort waren wir nicht mal down zu Mama und Papa, aber zu Satan, zu Sinn, dort waren wir zu Sinn, so ist dort down. Wenn Sinn ropen der und sagt, Sinn sagt, Peter, komm mal her, wir haben bloß aufgehen. Wir hier nicht. Sinn wird sein, Isaac, komm am besten hierher, weißt du nicht, das wird die letzte Zeit, weil wir bloß, ist so down, dass wir hier, wir sind tot für die Sinn da. Dat is wat dat brokken dat van ons ziet. Haft dat al een beetje, zeg maar, een beetje geroopt. Eén wer als een probleem was. Haft je een probleem nog een beetje geroopt? Dat haft niet zo. Maar dat je een beetje halen als je hidden dat niet meer. Dat is waar je vrij blijven deed. Niet? Gott sei Dank dat we dat te doen hebben. Wie een woord wilt, wie kunnen zijn. Ik ben levendig in Christus. Ik met 6 woord doen we zijn ik dood voor deze zin. Wat denk je ervan? Dood voor de zin. Wat braucht das noch, omdat wir können frei bleiben von versklavt sein, dass wir eine enge Gemeinschaft haben mit Gott. Weil wir eine enge Gemeinschaft haben mit Gott, ist so sehr wichtig, dass es in Hebräer Kapitel 12 sein wird, das sagt so aus das, wo wir mal haben blättern, wer die Bibeln hat. Hebräer Kapitel 12, Vers 1 und 2, das sagt, weil wir nicht so viele haben, die mit ein starkes Beispiel von Glauben aus einer Welt am uns sind, weil wir nu auch den Sinn aufleihen, der uns so leicht anhängt und schwerfällig merkt. Und anholt ranen, so als dort für uns bestimmt ist. Dann sagt es das, und weil wir Jesus immer im Uhr holen, der den Glauben in uns angefangen hat, und auch vorig merken Wort. Wem war wir im Uhr holen? Jesus, der einen Glauben hat von uns angefangen, und der auch den vorig merken Wort, den war wir im Uhr holen. So mit wem wir dann eine Gemeinschaft haben? Damit wir mit unserem himmlischen Vater eine Gemeinschaft haben. Er sagt, halt arm im Uhr. Und das ist wichtig, Lied, wenn wir frei bleiben von versklavt sind, dann braucht dort wie unseren Radar, der uns vergift hat, der gestorben ist Krieg für unsere Sinnen, der von Himmel raufkommt, der sich sein Leben handgeben hat für uns, da braucht dort wie Antworten im Uhr holen. Und dat wir dort waren klar haben, dort mein Radar, dort ist der wird darf, dort angefangen mich, und der wird auch vollbringen, der wird auch ganz vorig merken. Dort braucht Arm in Uhr zu holen. Und dort braucht eine enge Gemeinschaft, durch das Wort Gottes, durch Beten, durch Lesen, durch Gemeinschaft mit Kindern Gottes haben, dort wird dort brauchen das. Aber wir sind fertig so, dass wir wollen irgendwem anderen im Uhr holen. Weißt du was, das nicht mich im Uhr holen. Wenn ein Tag sein ich hier war, dann stor weg. Und das meiste wird von mir bleiben. Dort wird der Nomen vielleicht an einen Grabstein sein, wenn er ein Grabstein sein. Und dann wird ihr das so verdorben sein, wenn ihr nicht mir im Uhr geholt und ihr nicht verloren ab Hein Friesen. Wenn wir uns verloren dann ab Mensch, ab ein Prediger. Weil die Prediger wird ein Tag sterben. Und was dort bleiben ist der Nomen ab dem Grabstein. Aber weißt ihr, was dort bleiben für ewig, dort ist ans Vater am Himmel. Das sagt, der wir da geredet haben, wollen nie vergehen. Und er wird uns hier so, wird er uns nicht allein lohnen. Und er wird uns den Heiligen Geist schenken, dass er der Treueste ist. Und das ist, was er tut. Und deswegen wird wir machen, eine enge Gemeinschaft haben. Mit wem? Mit unserem Gott. Mit denen, mit wir eine enge Gemeinschaft haben. Haben wir eine enge Gemeinschaft mit ihm? Wo geht uns dort? Was denkt ihr? Selbe Frau mutig, viel vielleicht noch einmal mehr. Aber selbe Frau so weit, ich vertraue sind. Einer hat vielleicht angefangen, der andere ist auch wieder dabei, wieder gewaschen im Glauben. Aber ich vertraue, dass du hast auch eine Gemeinschaft mit unserem Vater gepflegt, durch das Wort Gottes, durch Beten, durch andere Kinder Gottes, dass wir arm im Uhr holen down. Ist das nicht, was er brauchen wird? Weil wir können aber so leicht aufgelenkt werden. Noch andere Dinge, wo wir wollen verjeten davon. Und wenn wir davon verjeten haben, dann wir Buße tun und frisch pflegen, dort wir können Leute sehen, dort können gedienen, dort wo das brauchen wird. Was braucht noch das Nächste, dass wir können abrecht bleiben, dass wir nicht darum versklavt werden, dort ist das. Der dritte ist,
durch den Widerstand gegen den Satan. Dort wie Satan waren, war er stun. Und was braucht dort? Da braucht es dort in Jakobus sein, das. In Jakobus Kapitel 4, Vers 7 sagt, also und ihr stellt ihn Gott, stellt ihn jenen bei seinem Feind, dann wird heu von ihn verschwingen. Nur dat jünt nur Gott, dann wird heu auch dich nur jünt kommen. Die sind da, reinig jüne hängen. Und die, die danach auf 2 Seiten stunden, merkt ihr noch heute rein. Die sollen Leute drehen und trüren und healen. Und die sollen healen und es steht lachen und trüren und es steht jünt freien. Damit ich jünt vor Gott, da wird heu jünt abrichten. So, was ist gerade? Wahre Stunde den Satan, wenn Satan mit seinen falschen Sachen abkommen wird. Wenn Satan hängerlastig kommen wird und die muss uns alle haben Bilder fair und wo wir sollen frisch gehen und er wird uns was verbringen, wird uns vielleicht das Schönste gehen, das Möglichste gewahr sein und die sagt, hey, das braucht nicht, fängt das frisch aus und so weiter. Wo können wir am wahren Stunde? Indem, dass wir uns wollen, nur drin, nur Gott. Dass wir uns wollen, demütigen und ja Gott seine Autorität. Das wird brücken das. Nummer 1 ist, dass wir wollen demütig sein und wir stellen uns Gott. Nummer 2 ist, dass wir den wollen wahre Stunden und dass eigentlich was zugeben, wenn wir uns was Dinge vermuten und anbilden, was wir nicht sollen tun. Nummer 3 ist, dass wir uns hin wollen waschen. Das meint, dass wir in Reinheit, abrechtet Leben wollen leben. Und 4 ist, dass wir wollen in Treue beweisen, dass wir wollen in Leid sein über Sinn. Und das 5 ist, dass wir uns wollen begen verarmen, dass er uns abrichten kann. Und dort ist, wo wir können den Satan widerstehen. Weil wir haben uns so fern, wofern haben wir nicht Satan die Schuld gegeben für unser Problem. Entweder wir sagen, Gott hat mich so gemerkt, aus ich sein, oder wir würden sagen, wie war ich diese Dinge, die bei sich finden, als es stark. Hast du nicht bekannt, dass die bei sich finden, stark ist? Aber wenn wir ein Kind Gottes sind, was für eine Macht auf Satan gehen uns? Wenn wir uns unter Gott seine Autorität stellen, dann. Wenn wir uns unter Gott seine Autorität stellen, dann können wir Satan widerstehen. Aber wenn wir uns nicht unter Gott seine Autorität stellen, dann können wir ihm nicht widerstehen. Und wenn es das sehr, sehr wichtig liegt, dass wir brauchen die Kraft von ihm, dass wir uns auch verluten und verarmen. Das ist ein bisschen das Irrschama. Und ich wollte noch sagen, die Kinder sind rein Beruf, und dann, wenn der andere Oberkinder ist, wer kommt dann ein bisschen an, dann geht das Bild nur Papa. Und dann wird ja auch geklärt, und dann kommt Papa an. Und dann fühlt ein Kind sich Fan. Ich fühle mich immer Fan, dem Moment, dass meine Papa einen guten Tiet hat, und einer kann am sein, dass gerne dort ein Bett bodern, wenn einer Papa auf eine seine Sied hat, dann ja. Dann dachten wir so, nie kommt, nie hat Papa meine Sied. Naja. Meine Papa, der lebt nicht mehr, er ist wach, aber mein himmlischer Vater, der lebt, und unser Abend haben wir uns alle da stehen. Wenn er bei uns sieht, weißt du was, dann können wir wahrer stehen. Wobei mir hat unser Gott gestellt. Ein Tag ist das, habe ich mir die Hände gewaschen. Das meint, habe ich Sinnen bekannt. Habe ich Dinge gestellt. Da ich mit, wenn ich fehlen da. Oder was passiert in meinem Leben. Da ich mir demütig handstellen, meint mir nicht demütig da. Na, wieso kann ich dann sein, dass ich mich am unterstellt und dass ich am wahrer Stunde, ich kann das keine Wahrheit nicht. Das nächste ist, indem, dass ich meine Gedanken festnehmen da und unter Christi bringen da. In 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 5, würde es sein, das ist das. Das Bereitschaft, dass wir zum Kämpfen brücken, stammt nicht von dieser Welt, das stammt von Gott, und du wen hast dort eine Gotteskraft in sich. Dort kann jährlich denken, dort falsch und sehr fast erst zu nicht merken. Mit dort, wo Gott uns zum Kämpfen bereitstellt, merkt wir alle Gedanken zu nicht. Und alles, was hier und Fram utlässt, aber uns hindert, Gott immer besser kennenzulernen, nehmen wir alle Gedanken fast, dort der Christus gehorchen man. Seht ihr, das ist das nächste Ding, omdat wir nicht versklavt werden, braucht, dass wir unsere Gedanken, was wir haben, und Jesus in die Autorität bringen. Na, vielmals, wir denken so, kann es nicht halten, dass ich so denken darf, als ich denken darf. Weil ich denke erst, die Bibel sagt, wir sollen Selbstkontrolle nehmen über unsere Gedanken. Wir sollen die Gedanken, die uns hindern, Gott besser kennenzulernen,
die Gedanken, die du falsch sind, die Gedanken, die uns in Schwierigkeiten anbringen, er sagt, die Gedanken, die soll wie unser Christus seine Autorität bringen, dass er uns nicht trübeln, dass er uns nicht verskluven tun. Das war das Brücken det. Nou, wenn du von der wirst an denken, was für eine Gedanken hast du in den Denken beim Raumwechseln, wo du viel festzunehmen, wo du trübeln tun? Wem ist das bekannt? Ich habe mal Feuer und Bursch und alles, und bei den Bunghüppes, alle wegen wir, der schwingen sich Feierabend. Hast du jemanden bekannt? Gleiche dort, oder was dachte ich mal? Fehlt mir festzunehmen? Tieningen rum zu merken? Ich glaube, ich wäre März vorig, oder ganz vorig, was er sagt, mit der Bursch und mit der Keh und so weiter. Und einmal war kam den schwingenden Rahmen braun, so viel Futter von den nicht und so weiter. Wie viel Bursch habe ich nicht in uns denken, Raum schwingen von der? Einer als einzelnen Bruder von der sagte die, oh, mit die hält es nicht an, die best keiner nicht. Und dann rannst die rauf. Als dort ein Bruder, was in deinem Leben ist, war wir bis der mal den Numes nahen, okay? Die Gedanken, behalten die alle. Was haben wir so, wird wir sein, Ramschwein, wo du bloß Trübel und Recht in uns leben. Ich will dir ein paar Stück mitteilen, wo viele Menschen mit kämpfen tun. Einige Menschen, die sind gut verskluft und dort sie sich selbst Dull dran tun. Die Gedanken können sein, die drehen sich durch immer Raum. Die denken einen Tag, denken die bloß so, oh, das hält nicht an mit mir, ich seh keiner nicht, Jana ist besser als ich, keiner will was von mir. Das war der Mensch, der, als jemand deutlich so eine Gedankenraum ran. Der andere wird andere Gedanken haben, der wird sagen, oh, für mich ist keine Hub nicht, und ich habe das Schlag gemerkt, und für mich ist nicht Vergebung. Und nach der andere wird noch was anderes sein, und der andere wird vielleicht schwindliche Gedanken haben, und so weiter. Like, was für eine Gedanken ran daran? Was uns Trouble merken, was uns verskluven, was uns Meid merken. Weißt du, was die Bibel uns versprechen hat? Er sagt, all seine Gedanken aus dort, kostet ihr Jesus seine Autorität bringen, dass die mit Jesus herrschen. Er hat gewiss, dass wir darum nicht verskluft sind mit unseren Gedanken. So leicht wird wir sagen, ja, super, oh ja, er hat gewiss, der hat sich besorgt, und Jana hat Drugs getan, und er hat gewiss von Jan, was er getan hat. Aber habot der war doch nicht der, habot du doch never hast gesogen, never hast Drugs gebraucht, vielleicht bist du, ab einmal auch, können wir sein, vielleicht, du wirst sein, Anno sind halt never getan. Aber bist du auf einmal verskluft und entschlechtet Gedanken, Leben. Die ist als du dran, Plot dran, den nicht merken. No, ich habe mich never sonst ja nicht getan, never getan, aber du höchst merkst die Meid mit und entschlechtet Gedanken leben. Du der Tenor mit, I mean, du wirst dir selbst mit Weiten, sagst du, aber das Ding ist, die weißt du dir nicht mehr, du bist vielleicht immer Meid all mit sonst dort. Du sind insgesamt mit einem schwinschen Leben von Pornography kicken und alle haben schwinsche Dinge kicken. Die sind in ihr Leben all Meid. Die Gedanken ran sich daran. Und die beiden den immer mehr an. Und das wird immer graffer wird dort. Und schlechter. Und der Mensch, der weiß nicht, wo handeln mit. Und ich will die von dir sein. Weißt du was? Du von dir. In Jesus gehen. Und seid all diese Gedanken, was mich trübeln tun und was mich verskluven tun, diese Gedanken, die bringe ich unter deine Autorität. Und du bekannst, und du siehst dem Herrn, und du fängst an zu pflegen, und du nimmst diese Gedanken fast, unter Christus seine Autorität. Und dann haben wir angefangen, frei zu werden. Und dann haben wir angefangen, mutig zu werden. Und dann haben wir Gott angefangen zu loben und zu preisen. Nicht so? Das stimmt doch nicht. Das sagt wie seine Frau dort nicht so ein Diesel ja sein aus Jana, und du bist aber verskluft in uns denken, dass wir nicht weiten, wohin. Stimmt das nicht? Das. Da muss wir einen Doktor vor sein, er soll rotbleiben Peltjes geben, dass uns denken bitte jetzt. No. Die Bibel sagt, Jesus, der, ich will noch einmal lesen, ich glaube, da habe ich gehört. Das sagt, mit dort, was Gott uns zum Kämpfen reitstellt, right? Mit dem Kämpfen reitstellt, diese Welt hat ja was zum Kämpfen reitstellt, alle hatten scheidig und so wieder. Aber Gott hat viel mehr, Gott hat sein Wort in den Heiligen Geist, dann sagt er, merkt wie alle Gedanken zu nichts. Ich glaube, ich habe mal, wenn die Lieder gleich haben, man sagen könnte, der Bursch und der Feuer, was am Hoffen habe, können nicht merken, dass die mal so wach bleiben, aber die können das nicht. Aber von der können wir durch das Wort Gottes, können wir unsere Gedanken nicht merken,
die wird uns hindern, dann Gott besser kennenzulernen. Wir nehmen alle Gedanken vor, dass die Christus gehorchen machen. Uns wollen die nicht horchen, aber Christus machen die horchen. Und wenn Christus in uns Leben ist, in uns Leben regieren wird, dann haben die Gedanken, schlechte Gedanken mit wem zu tun, der eine hohe Autorität hat. Was denkst du davon? Aber das braucht das einen, die dort wollen. Und dann können die anderen. Und auf einmal dann sei wir Sachswehr. Und auf einmal sei wir eine Kraft in Christus. Und dann fangen wir an das Leben an schein zu tun. Was braucht das nach? Was das nachbrauchen wird, ist das Wort Gottes. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Hier ist es seine, was das nachbrauchen wird, ist das Bruch, das Wort Gottes. Hier sagt es das, heißt es ohne das. Das sagt, alle Schrift von Gott gegeben, als wertvoll, uns zu belehren. Das sagt hier, uns zu belehren, uns auszubessern, uns treu zu wiesen und uns zu unterrichten, worecht zu leben, so dass ein Gottesmensch entstand ist, gute Worte und geschickt zu sein. So, was ist das Wort Gottes? Das Wort Gottes ist wertvoll, uns Nummer 1 zu belehren, Nummer 2 auszubessern, Nummer 3 treu zu wiesen und Nummer 4 zu unterrichten. Das ist das Wort Gottes. Wir wollen dann fragen, warum wir versklavt sind, warum wir so einen Ballhänger rumschlagen. Und wir wollen uns nicht belehren lassen von dem Wort Gottes. Einmal hier hat das Wort gesagt, das ist nicht nötig zu viel. Und die Bibel sagt aber, wenn du wirst frei bleiben, dass du nicht warst in so einer Versklaverei in Sinn leben, dann sagt die Bibel, dann musst du das Wort Gottes brücken und zur Hand nehmen, uns auszubessern lassen vom Wort, von dem Wort Gottes. Uns zu unterrichten lassen, das Wort Gottes. Und uns auszubessern in Tracht zu wiesen. Weißt ihr, ich sage das sind Formen. Formen, die fahren, wohin nur der Stab, die kommen dort taub, die merken in der Multit. Und du wird von Korn geredet, wo Korn das Beste ist. Und dann wird Bild dort gefahren, wo Viertel ist das Beste ist. Hier waren diese Formen, was ungerecht, wo jaftet besser ist und wo man das gestreut. Und die Formen, die spend seinen Titel nehmen. Und die will seine Samen Geld, was hat, die will das nicht bloß gleichzeitig brauchen. So, die Formen lässt sich ungerechten, wo viel am Acker zu strehen, was von Jaft zu strehen und so weiter. Die Formen, die sitzen nur, dass das wird alle so tun, das Beste und das Reichste, so gut als möglich. Aber eigentlich, dass wir wollen frei bleiben von versklavt sein. Und wir nicht wollen das Wort Gottes zur Hand nehmen. Was soll uns dann belehren, wenn das Wort Gottes uns nicht belehren soll? Was soll uns treu wiesen? Weißt du, wenn das Wort Gottes uns nicht treu wiesen wird, dann wollen wir vielleicht erwarten, dass der Mensch uns soll treu wiesen. Aber wenn der Mensch uns treu wiesen wird, ohne das Wort Gottes, wir fangen an oft zu lenken, dann fängt es an, ganz andere Ideen zu geben, als das erhebt soll sein. Du weißt, es ist immer weiter wichtig, dass wir das Wort Gottes zur Hand nehmen wollen. Das ist der Prinzipal, das ist Nummer 1, wo wir sollen nur gehen, uns zu belehren. Na, viele von ihnen denken, ich kann nicht lesen. Das ist nicht ein Vergeben, dass die nicht lesen kann. Vielleicht können die einen Partner lesen, vielleicht haben wir lesen. Aber das gute Ding ist, dass die sind hier und die sind hier auf diesem Unrecht. Dort ist all sehr fein, dass die hier sind. Aber nehmt das Wort Gottes zur Hand und weil wir uns belehren lassen. Ich habe gemerkt, dass eine Firma, die haben Ingenieros. Die Firma, die betont den Ingenieur. Die Firma betont Jaff. Die hat all, was immer das brücken wird, solange aus der Stadt kann gesund bleiben. Aber uns, fehlt uns nicht, wenn wir diese Bibel zur Hand nehmen, dann sollen wir uns auf einmal schauen, wie viel Plage wir in uns Leben haben. Wie viel Warmth ist, wie viel du mir gut willst tun. Das Wort Gottes ist eine Reinigung für uns Leben. Und das braucht wir. So Lied, weil wir uns nicht wundern, wenn wir versklavt sind in verschiedene Probleme und wir das Wort Gottes nicht zur Hand nehmen und sagen, ich weiß bloß nicht, woran ich in so einem Trouble leben da aus. Da waren wir uns so ganz erste Frauen, habe ich das Wort Gottes zur Hand genommen. Habe ich das Wort Gottes zur Hand genommen. Und das wird so viele, die Leute sich verdrehen. Satan sagt, weißt du was, du kannst dein Leben hier durchleben, du darfst gleich so viel studieren, du darfst gleich so viel lesen und beten, das ist okay, das sind alles Lehnes. Wenn wir uns wollen Leuten treu wiesen von dem Wort Gottes, dann wollen wir anderes passieren im Leben. Und deswegen wollen wir uns fertig wollen Leuten treu wiesen. Wenn das ist ein Spiegel, und
Einzige wollen die nicht spielen, dann denken sie, oh, mir ist das schlecht. Einzige wollen die nicht in das Wort Gottes, dann denken wir, die fing sich zu werden, zu sagen, und dann ja, er eine große Verantwortung. Das ist das Spiel von unserer Seele. Je dann denken, dann selbe Bild, wo wir anstehen. Und was ist das Nächste? Das Nächste, was wir brauchen, das erste und das letzte, das braucht, dass wir gefällt sind mit den Heiligen Jes. Und dass wir wohnen in den Heiligen Jes. In Galater Kapitel 4, Vers 16, es sagt hier so, dass wir sollen wohnen in den Heiligen Jes. Interessant, was das hier sein wird, heißt wohl nicht das. Das heißt es das. Ich sage Ihnen so, wohnt im Jes, dann wo ihr dort nicht tun, wo nur das Fleisch gelassen wird. Wohnt im Jes. Okay. Aber dann muss wir, wo kriegen wir den Jes? Muss wir schon sein im Jes wohnen. Das ist, wir würden sein, fort am Heaven, aber dann muss wir mal am Heaven not fahren, right? Wo können wir im Jes wohnen? Dann muss wir den Jes haben. Und wo kriegen wir diesen Jes Gottes? Diesen Jes Gottes, den kriegen wir über dem, dass wir glauben tun. Das sagt hier steht in Epheser Kapitel 1,13. Und so wird das mit Jünd, die Wahrheit gehört haben, wurde hier geraten worden und an am Glaubten, dann täten Gott Jünd mit den Heiligen Jes. Wenn sie glauben dort, wo wir geraten worden, wo die Menschen hören dort, das Wort Gottes, wo die das hören dort. Und die fängt an zu glauben. Die geben sich Jesus an. Und dann sagt es hier so, und dann täten Gott den Mensch mit den Heiligen Jes. So also, ein Kind Gottes hat den Heiligen Jes, indem er die Familie geboren ist. So die Bibel sagt hier, die sagt Paulus, ist das, dass die nicht tun, was ans Fleisch will, was die ans Fleisch hat danach ein Verlangen. Dass die nicht tun, wo ihr Fleisch nur ein Verlangen hat, sagt er, wohnt im Jes. Lut ihn fair sein. Lut ihn belehren von den Heiligen Jes. Lut ihn leiden von den Heiligen Jes. Das ist in Römer Kapitel 8, Vers 14 sein. Lut ihn leiden von den Heiligen Jes. Er sagt, da wo wir dort nicht vollbringen, was uns Fleisch gelasten wird. Und ich glaube, wir sagen, gehen alle kämpfen nach mal durch, dass uns Fleisch hat nach mal ein Verlangen. Wo du denkst, wie kann das klar haben, dass ich in diesem Jes wohnen darf. Und das Jes, das hat mir ganz klar in mir klar machen. Das ist nicht gerecht, was du das. Oh ja, dann leuten wir vielleicht alles vor. Und leben vielleicht nur dort, wo uns jankern dort. Aber nicht, dass wir Jesus im Hort genommen haben. Nicht, dass wir uns haben gegeben. Nicht auf einmal hast du, nicht weil vielleicht dasselbe Ding war da. Nicht auf einmal hast du eine ganz leise Stimme in mir. Und der sagte mir, no, das kostet dich nicht down. No. Als ihr das bekommt, von dann an die in die Hand geben deuten, drei Dinge, die du vorher deutst, und du hast die weiter geprüft, wo dort jeden unwirken deut. Das meiste kann so ammerlich worden, nicht? Ammerlich, kalkig worden deut, like, no. Das war like nicht. Deswegen war das Brot das, dass wir waren gefällt worden, und dass wir waren wohnen in den Heiligen Jes. Aber wir können nicht diesen Heiligen Jes haben, wenn wir uns nicht Jesus Hand geben. Den können wir nicht haben, den können wir bloß dann haben, wenn wir uns am Hand geben, wenn wir glauben an das Wort Gottes, wir das annehmen. Heute sagt, dann täten Gott uns mit den Heiligen Jes, und dann können wir darüber leben. Der Heilige Jes wird uns trösten, der wird uns leiten, der wird uns führen, der wird uns denken helfen, und der wird uns mit uns sein, bei der engen Welt, was wir sein. Und für immer. Und das wird das Brücken das. So, Lied, nicht eine Frau zu Schluss. Musst du gleich in Frieden werden, wenn du versklavt bist. Brauchst du immer zu denken, dass du eine große Sinn hast. Bist vielleicht versklavt an ein erstes Wort, wo die schwammen in dein Leben, wo du die selbst nicht loskommen kannst. Von der kannst du überdenken, was fehlt in deinem Leben, dass du kannst frei werden von so einem Staat. Fehlt, dass du daut sein für den Sinn, fehlt, dass du die Jesus, dass du Gott unterdon sein, oder fehlt, dass du wohnen im Heiligen Jes, oder fehlt, dass du Gottes Dollar zur Hand nehmen. Was würde Ursache sein, dass ich auf einmal in so einer Versklavung bin, bleiben da?
Wenn du dieses von der Verantwortung für Jesus, was wirst du haben sein, wo von diesen Dingen habe ich gefehlt. Aber Gott sei Dank, er sagt, in Christus habe ich alle Friesen. Er war uns wegen Segen. Und er war uns Freistellen. Da ich sie nicht not habe ich dort. Und ich will dir eigentlich sagen, wenn du auf einmal in der Versklavung leben lässt, dort diese Sicht, die hast, was hängt runter. Ich will dir von dir eigentlich sagen. Jesus sagt, in Johannes Kapitel 8, sagt Jesus das, Vers 36, du wen, wenn der Sehn frei merkt, dann sei je wirklich frei. Wenn wir ihn frei merken, der Sehn Gottes. Wenn Jesus uns frei merken, dann sei wir wirklich frei. So wenn du ihn handeln und anbilden, dass du kannst nicht los von dit, von Jan, von schlechten Gedanken und was immer du beim Leben des. Ich will dir nicht sagen, dass es ein Lehn ist, okay? Das ist ein Lehn ist. Wenn Jesus hat gesagt, wenn die wollen in mir bleiben, und dann will ich die Wahrheit kennenlernen, und dann will ich ihn frei merken, und dann will ich wirklich frei sein. Und in dort kann ich von dir leben. Wer kann dort? Jeder einer. Von wo immer die kommen ist. Und wenn ich euch die vorhin ist, dort hält sich klicken, wenn ich euch die vorhin ist. Das den Lohn pflegen, und das sehen, und das frei bleiben von das hat zu tun mit unserer persönlichen Entscheidung. Das hat zu tun, krieg mit mir und mit dir selbst bloß. Hat nicht zu tun mit deinem Partner, absolut nicht. Das hat zu tun mit mir und mit dir persönlich. Aber wir würden gleich zu sagen, ja, ich weiß, was der Trouble ist. Wenn mein Partner mal wird den Trouble los sein, dann wird mir das schöner gehen. No, das hat nicht mit deinem Partner zu tun, nicht mit dir, das hat mit uns selbst persönlich zu tun. Wir würden gleich in uns Partner einen Stab zu schauen, plänen, nicht so? Wird wir nicht sein, bloß wenn mein Partner mal wird plänen und mal Gott segnen wird, da wird mir das besser gehen. No, weißt du was, wieder uns selbst persönlich plänen. Wieder uns selbst persönlich Gott segnen. Wieder uns selbst persönlich, das wird in uns Horten sein, wo das kann persönliche dienen, wo wir Gott segnen und wo wir Gerechtigkeit sehen und wo wir wollen Gerechtigkeit in Leben ernten. Dort ist was Persönliches. Aber vielleicht versehen wir uns Titel noch, dass wir denken so, ja, mir würde das schön gehen, weil mein Partner würde anders sein. No, von hier an, weil wir das klar haben, jeder einer für sich selbst, und dann wollen wir sein, was dann wird passieren, wenn das Familie kann frei sein, wird bis nachher mal scheiner gehen, nicht so? Doch nicht dort der Tag wird kommen, die wirst kommen in die Hand. Doch nicht dort der Gültigkeit sein, so vertreten Leid, wenn du beten sind auf Meier, wo du vorher niemals scheint, wo keine Stunde, dass Jesus kein ein Daut steht. Die kein sein Daut ein Daut, Jesus kein, wo war die Wisch für dich rein. Jetzt empfangst wie keine Tief, zum Jesus glauben in den Hort, nicht ernst wie nach dem Witz am Mond, ob ein Daut. Du brauchst Lebens aus die Kurs, die brauchst Dinge erreichte dann, ob einmal kennt die Gottes Freunde, weiß sie, kann auf die Bedürfnis, ob von mir ist oder anders, die zum deinen Wandel kennt, vertrührig ist, die fängst tief, ob ein Daut lohnt. In die kannst ein Daut lohnt, ein Daut lohnt, Jesus kein, wo war die Wisch für nicht rein. Jetzt empfangt sie keine Tief,
Jesus glauben in din hår, ni kämpst ni nach, ein Weg am Mond, um ein Dach der Luft.